Ihr Lieben, der November beginnt mit dem intensiven Neumond im Skorpion, der für die tiefgreifende Transformation steht, denn er führt uns in die unbewussten Tiefen unseres Seins und bringt vieles an die Oberfläche, was nicht mehr mit uns im Einklang ist. Ja, es geht in dieser Zeit, in der uns die Sonne bis zum 22. November im Zeichen Skorpion begleitet, um das Eintauchen in unser Inneres, um unseren Weg und unser Leben zu reflektieren und darum zu erkennen, was wir auch loslassen müssen. Oh ja, der Skorpion steckt seinen Stachel tief in unsere alten Wunden und es möchte angeschaut werden, was uns beschwert, uns belastet. Denn es geht jetzt grundsätzlich ganz stark darum, uns endlich zu befreien, auch von emotionalen Blockaden, Ängsten und alten Mustern, die uns daran hindern, uns für das Neue zu öffnen und weiterzugehen. Mit jedem Neumond beginnt ein neuer Zyklus, ihr Lieben. Wird der Samen für etwas Neues gelegt. Und kein Neumond in diesem Jahr ging und geht so tief wie der uns am 1.11. erwartet. Und die Opposition von Mars im Krebs zu Pluto im Steinbock intensiviert das Ganze noch. Denn es geht um die Schatten in uns und im Außen, um Macht und Ohnmacht und um die Selbstermächtigung, die wichtiger denn je ist. Die Bewusstwerdung unserer eigenen Wahrheit und Stärke. Die Verbindung mit unserer Seele und unserem überirdischen Bewusstsein steht hierbei ganz stark im Vordergrund. Aber auch die Auseinandersetzung mit Leben und Sterben, mit dem Sinn unseres Lebens und unserer wahren Essenz als göttliche Wesen. Ja, ihr Lieben, es ist eine Zeitqualität, die immer eindeutiger wird und von uns immer klarere Entscheidungen fordert, wie wir weitergehen wollen. Und ja, wir spüren die Spannungen und starken Energiewellen bereits seit einiger Zeit immer intensiver werden, als würden wir uns auf einen Höhepunkt zubewegen. So viele Gefühle und Emotionen gehen damit einher, zeigen sich, ja, brechen regelrecht hervor, weil wir immer deutlicher spüren, dass das Alte endet. Und so ist es auch, denn wir alle erleben jetzt einen riesigen Wendepunkt. Ja, auch durch den Polsprung auf der Sonne, der sich gerade vollzieht. Die Sonnenaktivität, Eruptionen und Sonnenstürme werden noch stark zunehmen. Und damit kommt immens viel kosmosolare Strahlung durch unser sehr schwaches Erdmagnetfeld zu uns. Und all das geht mit massiven Veränderungen hier auf der Erde einher. Und es ist bereits sehr viel Unruhe in den terrestrischen Systemen. Durch die immer stärker werdende Aufheizung aus der Atmosphäre verändern sich nicht nur die energetischen, sondern auch die Wetterflüsse, was sich durch zunehmende extreme Unwetter und auch Katastrophen zeigt.
Und auch wir spüren die starke Energieerhöhung, die sehr hohen Ladungen und teils massiven Übersteuerungen in unserem Körper, der sich daran anpassen muss, was wir durch die verschiedensten Symptome bis hin zur Erschöpfung merken. Ich beschreibe das immer in meinen regelmäßigen Energie-Updates. Wir müssen jetzt lernen, damit umzugehen. Und das Ganze gemischt mit starker innerer Unruhe, Anspannung, wie im Außen, so im Innen, ihr Lieben. Denn die massiven Achterbahnfahrten der Energien sind auch eine völlige Überreizung für Geist und Nerven. So vieles will sich jetzt lösen und losgelassen werden. Und diese Zeit führt uns über unser Fühlen und unsere immer deutlichere Wahrnehmung der Energien ganz stark zur Bewusstwerdung. Alles wird immer sichtbarer, was nicht der Wahrheit entspricht. Und das Geschehen wird immer eindeutiger in allen Bereichen. Licht und Schatten in uns, wie auch in dieser Welt, zeigen sich immer mehr, was nicht ganz leicht ist für viele, die an den alten Glaubensmustern und vermeintlichen Sicherheiten festhalten, die jetzt ziemlich über den Haufen geworfen werden. Ja, es ist die Zeit der neuen Wege hin zu unserem wahren Sein. Die Zeit des großen Wandels, der uns alle betrifft und mitnehmen wird. Alles, was nicht im Gleichgewicht ist, in uns und in dieser Welt, strebt jetzt immer stärker nach Ausgleich. So vieles bricht jetzt auf, bricht hervor, auch aus Mutter Erde heraus, löst sich, fällt weg, was nicht mehr im Sinne der Schöpfung ist. Oh ja, ihr Lieben, wir erleben in diesem November einen riesigen und schicksalhaften Wendepunkt für uns als Menschheit, denn Plutos Zeit im Steinbock endet jetzt endgültig. Pluto ist der Planet der Transformation, der Planet der radikalen und tiefgreifenden Veränderungen, wie auch Krisen, der alles durcheinander wirbelt und umstülpt, im wahrsten Sinne des Wortes, und uns mit seiner plutonischen Sprengkraft unausweichlich in ein neues Zeitalter führt. Er bringt die alten Wunden, den Schmerz von Mutter Erde und der Menschheitsgeschichte gnadenlos zum Vorschein. Ja, es ist die Zeit der tiefen Einsichten und Erkenntnisse über uns und diese verrückte Welt. Viel Erdung, Achtsamkeit und Standhaftigkeit ist jetzt notwendig und vor allem tief in uns hineinzuhören, wie wir wahrhaft weitergehen wollen, hinein in dieses neue Zeitalter. Plutos Zeit im Steinbock geht am 19.11. zu Ende und wir sind praktisch im Endspurt. Der Steinbock steht für unsere Mutter Erde, aber auch für das Karma der Menschheit. Und es ist unsere Entscheidung, jetzt aus dieser Schleife aus Macht und Ohnmacht und Unrecht und Zerstörung auszusteigen.
Das Wassermann-Zeitalter erwartet uns, ihr Lieben. Das Goldene, das Lichtvolle, in dem die Weisheit und die Wahrheit, die Liebe und die Menschlichkeit zu Hause sind. Die Verbindung mit allem. Doch es ist und bleibt plutonisch, ihr Lieben. Und es liegt an uns, diese Chance weise zu nutzen. Denn nein, es ist kein sanftes Hineingleiten in dieses neue Zeitalter. Erneuerung ist Befreiung, ist Loslassen, ist die Raupe, die sich aus dem Kokon befreien muss, damit sie zum Schmetterling werden kann. Und genau da stehen wir jetzt und in der kommenden, im wahrsten Sinne herausfordernden Zeit. Mit Pluto im Steinbock durften wir sehr viel lernen. Und nun ist die Zeit, unseren Weg nochmals zu überprüfen. Denn jetzt heißt es, Verantwortung zu übernehmen und das Gelernte umzusetzen. Mit unserem Licht und all unserer Schöpferkraft. Kontrolle, Einschränkungen, Manipulationen und Auseinandersetzungen werden sich immer weiter zuspitzen auf dieser Weltenbühne, bis wir endlich wirklich bereit sind, uns zu befreien und zu erkennen, dass unser Schicksal in unseren eigenen Händen liegt. Und auch Mutter Erde wird sich weiter aufbäumen und uns zeigen, dass nur Frieden und Miteinander in der Zukunft Bestand haben werden. Die Rückkehr zum Menschsein. Ja, es ist groß, sehr groß, was jetzt geschieht. Und unsere Seelen haben sich entschieden, genau jetzt hier zu sein, um an diesem Wandel mitzuwirken. Auf was richtest du dich aus? Auf Licht oder Dunkelheit? Welchen Wolf fütterst du? Allein darum geht es jetzt. Das Neue will durch uns erschaffen werden, im Einklang mit dem großen Ganzen. Vertraue, alles, was geschieht, sich wandelt, dient letztendlich der Heilung für uns und Mutter Erde. Und damit sende ich alles Liebe zu euch, eure Silvia.